Hallo und herzlich willkommen beim Urlaubsparadies Techstrip. Und zwar geht es heute mal um etwas anderes, um die GoPro Hero 12 gegen die DJI Osmo Action 4. Das sind zwei der größten Action-Kamera-Giganten auf dem Markt und sie werden gerne verglichen und gerne sind es professionelle Videomacher, die in professionellen Lichtverhältnissen mit professionellen Einstellungen ein professionelles Bild zeigen können. Das kann ich absolut nicht. Und ich werde euch zeigen, wie ein Amateur das Ganze macht, welche Daten die beiden haben. Aber Specs haben nur so eine sind nur eine Nebenerscheinung. Für mich zählt nur, was kann ein Amateur wirklich draus machen? Nicht ein Profi, ein wirklicher Amateur, der keine große Ahnung hat, der sagt meistens, ich probiere den Automatikmodus, weil vom Rest habe ich keine Ahnung. Die Specs, wie gesagt, blende ich nur nebenbei ein, gleich beim Unboxing. Wir werden das Unboxen anschauen und ich werde euch ein bisschen dazu erzählen. Und jetzt aber erstmal kurz das Unboxing der beiden. Viel Spaß! So, da haben wir das kleine Mini-Paket DJI Osmo Action 4. Wirklich klein. Ich wusste, dass es klein ist, aber überraschend, wenn man es dann doch in der Hand hat, sehr, sehr klein. Hier haben wir auch noch ein paar Spezifikationen. 1 zu 1,3 Zoll Lichtsensor, 10-Bit D-Log M, Deep Freeze Resistance, also die Kamera sollte also nicht sofort ausgehen, sobald ihr ins kalte Wasser taucht. Bis zu 18 Meter Tiefe ohne zusätzliches Zubehör wie einen kleinen Käfig oder sowas könnt ihr damit ins Wasser gehen. Dann bis zu 4K 120 Bilder die Sekunde. Das ist krass. Mit 155 Grad Winkel. Dann kann man das Ganze natürlich noch neigen, um dort ein vertikales Video zu machen. Dann noch 360 Grad Horizon Steady. Das heißt, dass der Horizont immer auf einer Linie ist, egal wie ihr euch bewegt. Schauen wir uns das auch mal an. Und Dual Touchscreen, sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, auf der Vorderseite ist ein Bildschirm und auf der Rückseite ist ein Bildschirm. Der Rückseite ist halt der Hauptbildschirm, auf dem man hantiert und der hat immer Touchscreen bei diesen ganzen Action Cams. Bei der Osmo Action 4 ist vorne ebenso ein Bildschirm mit Touchscreen, auf dem man direkt die Einstellungen wechseln kann, was unglaublich praktisch ist. So, hier auf der Seite alle Aktivitäten, die ich in meinem Leben nicht so mache. Kleine Informationen dazu noch zu der Kamera, 145 Gramm, 3 Mikrofone, der Bildschirm hinten ist 2,25 Zoll groß, der Bildschirm vorne 1,4 Zoll groß, wunderbare Pixeldichte von ungefähr 223 bis 226 ppi, eine Micro-SD-Karte kann dazu gepackt werden, beziehungsweise muss dazu gepackt werden, weil es hat keinen eingebauten Speicher. Und ich habe hier auch schon eine Karte, die ist schnell genug. Die Samsung Pro Plus. Das sollte einiges abkönnen. Dann, wie gesagt, eine Blende von f2.8, einen Fokusbereich von 0,4 Meter bis unendlich, Sichtfeld 155 Grad und, was haben wir noch, ISO 100 bis 12.800 für Fotos und 100 bis 12.800 für Videos. Dann die maximale Fotoauflösung, all solchen Kladderadatsch, das ist egal. Wichtig ist vielleicht noch vor dem Unboxing die Formate. 4K im 4:3 Format, 4K im 16:9 Format, alles kein Problem mit 24, 25, 30, 48, 50 und 60 Bildern die Sekunde. 2,7K ist ein guter Kompromiss, wenn man höher als 1080p sein möchte, aber weniger als 4K, einfach um Daten, um Speicherplatz zu sparen. Es sind dann so einige Bildstabilisierer drin, Sachen, die man halt für eine Actioncam braucht. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. Hier ist eine Lasche, die ist allerdings unter der Folie. Yay. Meine erste Actioncam. Und ganz wichtig wäre für mich noch, ob man diese Sachen alle einfach als Webcam nutzen kann, beziehungsweise einfach als Kameraersatz. Das ist nämlich eine unglaublich praktische Sache. Und jetzt erstmal das Papier-Unboxing-Geräusch. Hört sich nach nicht viel an, aber war befriedigend. So viel kann ich sagen. Und dann öffnen wir das Ganze und dann haben wir hier, Einer der Gründe, warum ich mich letztendlich doch für diese zusätzlich noch entschieden habe, ist wegen dem magnetischen Clip-System. Das fände ich ziemlich cool dabei. Und
weil die Audioaufnahmen hierbei ziemlich geil sein sollen. Von daher habe ich zusätzlich zur GoPro auch die DJI bestellt. Und hier haben wir noch das Zubehörset. Hier sieht man auch den Clip für die magnetischen Sachen. Schauen wir mal, was drin ist. Was haben wir denn? Safety Guidelines. Brauchen wir nicht. Oh, Aufkleber. So ist IFP. Nein, DJI. Wer unbedingt zeigen will, was er hat, welche chinesische Firma seine Lieblingsfirma ist, der kann das machen. Das Ganze muss man mit einem Handy verbinden, um das zu aktivieren und die Firmware zu aktualisieren. Von daher. Und die App müsst ihr euch registrieren. Das heißt, ihr könnt nicht einfach losstarten, wie ihr möchtet. So, auch wieder Beipackzettel. Ein USB-C auf USB-C-Kabel. USB-C heutzutage alles, von daher. Und die Schraube für den Mount, also wie man es an einem Stativ befestigen möchte. Oh, wo gehst du auf? Finde ich sehr gut, dass hier auch so ein Käfig bei ist. Und dann haben wir hier noch eine Linsenabdeckung. Und kleine Nübbels zum Ankleben, Rutschfestigkeit betreffend. Weil hier unten ist einfach nur Plastik an der Kamera. Das braucht kleine Knupsis, damit es nicht hin und her rutscht. Das kann für Actioncams sehr gut sein. Und sehr wichtig. Gucken wir uns die Mini-Batterie an. 1770 mAh mit einer kleinen Lasche auf der Rückseite, damit man es rausziehen kann. Leicht angerundet eine Befestigung, Halterung für Motorradhelm oder Autoscheibe, so etwas zum Aufkleben. Eine magnetische Halterung mit diesen Stöpseln. Und dafür ist auch die Schraube da, die ich eben hatte, die hier drin ist. Steckt man rein. Und hier der Käfig, Schnellspannkäfig. Der hat den Vorteil, dass, das zeige ich euch gleich mit der Kamera, ist hier noch was drin? Oh, hier ist noch was drin. Oh, das ist aber gut versteckt. Was ist das? Seht ihr das? Da ganz unten. Scheint doch nicht zu sein. Na gut. Auf zur Kamera. Da haben wir sie, die kleine Kamera. Riecht nach absolut gar nichts. Kein Elektronikgeruch groß. Auslöseknopf, hier der Ein-Ausschalter und der Quick Switch, mit dem man bestimmte Dinge voreinstellen kann, die hiermit ausgelöst werden. Hier haben wir den Schuber für Batterie und MicroSD. Die muss auch schnell genug sein, damit man die ganzen Sachen gut einspeichern kann. Und machen es zu und zack, ist wasserdicht. Wie gesagt, hier unten ist diese magnetische Halterung, die... Oh, uiuiui. Die ist aber echt stark. Also da mache ich mir ja gar keine Sorgen, dass das abfällt. Uiuiui, das ist ja geil. Und andersrum geht das auch. Oh, nee, da ist richtig abstoßend magnetisch. So. Ihr seht, hier ist eine Halterung mit dem Käfig, der hier unten dann halt die Halterung hat. Habt ihr die Möglichkeit, das Ganze dann auch vertikal zu befestigen und dann ist hier ebenso die magnetische Halterung und ihr könnt es vertikal halten. So, das hätten wir von außen. Nee, hier, dieser Knopf noch. Sieht man's? USB-C-Anschluss. Darüber wird sowohl geladen, als auch kann man das Ganze als Webcam nutzen am PC. Wir fahren das Ganze einmal hoch. Und hier die DJI-App. Ich dachte gerade schon nur. Oh, Koreanisch. Deutsch. So, Actioncam. Man muss
hat er auch direkt schon angesagt, er hat es gefunden. Der Code ist derselbe. Und jetzt wird, oh, was heißt denn hier? Datum und Uhrzeit zurücksetzen. Muss ich das auch noch manuell angeben oder was? Man kann bei Defekten das sofort austauschen lassen. Wenn es verkratzt ist, vermackelt ist, ein Defekt hat, kann man sofort austauschen lassen. Innerhalb von einem Jahr oder 2 Jahre, wie man möchte. Kostet, glaube ich, um die 50 Euro. Schauen wir mal kurz, ein Jahr. 25 Euro. Oh. 2 günstige Austauschgeräte, Wasser- und Unfallschutz, nur ca. 3 Tage bis zum Austauschgerät, kostenlos Hin- und Rückversand, Ersatz, Internationalservice und also wer es braucht, wer es möchte, wenn man vor allen Dingen viel unterwegs ist mit Actioncam, kann man es natürlich sofort benutzen. So, Aktivierung erfolgreich. Glückwunsch. Warum wird denn jetzt nicht automatisch synchronisiert? Anleitung für Tasten, Auslöser, Aufnahmetasten. Yo. Verbinden. So, ich habe noch 314,2 GB frei. Oh. Ja. Hi. Ah, also der Lag ist jetzt nicht allzu groß. Überrascht mich, finde ich gut. Man kann viele Einstellungen auch einfach in der App machen, anstatt dass man sich hier macht, oh so hier, DJ Action, Firmware aktualisieren. Was ich vergessen habe zu erwähnen, wenn ihr mal genau hinschaut, wenn meine Kamera das Ganze mal jetzt in einer vernünftigen Schärfe darstellen würde, so, da seht ihr da bei Action das O. Das sieht ein bisschen anders aus. Das ist ein Farbsensor, der den Weißabgleich regelt, beziehungsweise die Farbregelung. Da bin ich mal gespannt, ob das Ganze wunderbar funktioniert oder nicht. Da sieht man außerdem noch 2 Mikrofone. Das ist natürlich etwas, was das Leben für Amateure leichter macht. Kamera dann dazu. Das Ganze auf dem Stativ. Brauche ich ja vielleicht gar keine große Kamera mehr hier für. Das reicht halt für YouTube. Was kann das für Auflösung? 4K, 2,7K, 1080p, in 3 Millionen Auflösungs- und Frame-Varianten. Kann es das wirklich ersetzen? Antippen und halten, um den Digitalzoom anzupassen. Warum will der mir immer den Digitalzoom so schmackhaft machen? Ich will keinen Digitalzoom. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als ein Digitalzoom. Ist aber ein wirklich süßes, kleines, niedliches Gerät. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, eure Fragen einzuposten oder sagt ihr einfach, du Idiot, lass mich in Ruhe. Wieso tauchst du in meinem YouTube auf? Das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Wie ihr möchtet. Schauen wir uns doch mal an, was denn in diesem GoPro-Paket so drin ist. Die Verpackung. GoPro 12 Black mit den ganzen Features drauf. So, 27 Megapixel Foto, bis zu 5,3K 60 Bilder oder 2,7K 240 Bildern. Uiuiui, mal gucken, wie das aussieht. Wasserdicht bis 10 Meter, Sprachsteuerung, Slow Motion 8-fach, Hyperview, dann Time Warp, Livestreaming bis 1080p, Super Foto, Raw Foto, HDR Foto und Video, 10-Bit Coloring und Mod Ready, dafür ist es natürlich bekannt. Und Hyper Smooth Video Stabilization. Ja gut, das Ganze mit der Quick App, die braucht man, denn eine GoPro ist erst nutzbar, nachdem man sie registriert hat. Unten drunter lässt es sich öffnen. Aha. Na gut. Das Ganze ist jetzt einfach nur einhand gefilmt mit der Osmo 4 DJI. Warum? Weil ich zurzeit keine Halterung dafür habe und dort kein Standard-Schraubverschluss ist und der Winkel so weit ist, dass ich schon wirklich nah dran halten muss. So, was haben wir denn hier? So, das Ganze in einer kleinen Lieferdienstverpackung. So, your camera must be updated before you can use it. Ja, wie schon gesagt, das muss gemacht werden.
Dann Subscribe. Haben wir hier noch drauf Aufkleber und eine kleine Anleitung. Ja, da die Kamera wohl jetzt nicht die beste ist, wenn es um kalte Temperaturen geht, vor allem kaltes Wasser soll ziemlich schnell zum, sagen wir mal, Blackout führen. Tipps für Kälte. Weitere Fragen. Und dann schauen wir hier mal kurz rein. Da haben wir ein USB-A auf USB-C-Kabel. Die genannte Halterung. Auch der Schraubschluss natürlich dabei. Dann, was ist das? Ja, der Akku. 1720 mAh. Dann noch die Halterung für diese Art Kamera. Oh. Und das Stück an sich. So. Ja. Dafür, für den Vergleich und alles, werde ich jetzt wieder zurück zu meiner normalen Kamera umschalten. So, sieht doch gleich schon viel besser aus. Unsere kleine Kamera ist ziemlich gut in Papier gewickelt. Dafür, dass wenig Plastik verbraucht wird, wird aber umso mehr Papier verwendet. Muss das sein. Die ganze Kamera sieht auch schon so ein bisschen aus wie, ja, wie recycelt, kann man das so sagen? Sieht aus wie so recycelte Zahnbürsten. Aufbau natürlich ähnlich wie der Vorgänger. Oh, das ist so. Oh, warum klebst du denn so fest? Oh. Your camera must be updated before use. So, das ist die kleine. Jetzt haben wir denn hier. Hier haben wir das. Natürlich die Kamera gut geschützt und herausragend. Damit meine ich nicht die Qualität, sondern wirklich die Tiefe. Das zweite kleine Display, damit man immer sieht, wo man ist, was ist. Dann haben wir hier auf der Rückseite natürlich Hauptdisplay und unten das. Ein Vorteil zur Osmo DJI ist, dass hier ein ganz normales Schraubgewinde für Stative ist. Kann natürlich hier mit Klappen, ja, kann man natürlich hier weiterhin diese besonderen Halterungen nutzen, wie die DJI auch. Aber klappt man es zusammen, normales Schraubgewinde, Riesenvorteil für Kompatibilität. Dann haben wir hier noch den Mode-Button und hier drunter. Was bist du denn? Was bist du denn? Ich glaube nix. Oder ich breche mir halt irgendwas ab. Gehst du auf? Ich hab's doch schon so ein bisschen. Au! Ah. Da fällt mir gerade ein, sage ich die ganze Zeit Hero 4? Nein, die Hero 12. Meine Güte. Osmo Action 4 GoPro Hero 12. So. Und jetzt breche ich mir aber mal alle. Oh Gott, oh Gott. Das ist echt hart. So, da haben wir den Anschluss. Hier einmal kommt der Akku rein. Genau in nur einer Richtung. Auch hier eine Schlaufe bei, dass man es leicht wieder rausziehen kann. Dann hier an der Seite eine MicroSD-Karte und hier unten der USB-C-Anschluss. Bedeutet, wenn ihr das Ganze anschließt an einem Computer oder als Webcam nutzen wollt, dann muss diese Klappe dauerhaft auf sein. Naja, gut. So, machen wir mal rein und gucken wir mal. Ja. Das Objektiv kann man auch wechseln. Alles fest. Ich bin heute ziemlich schwach. Und dann schalten wir die Kamera doch mal ein. Oh, hallo. Du hast funktioniert, ohne Software. Du hast funktioniert, ich hab's gesehen. Oh, okay. Smooth. Nein. So smooth, dass ich schon ausgerutscht bin. Durch Verwendung dieser GoPro schimpfst du, ja, komm. Aktiviere, brauche ich nicht. SD-Kartencheck.
Ah, muss ich jetzt extra eine reinstecken. So, Sprachbefehle. Quick App. Ich habe Quick App. Koppeln. So, gekoppelt. Einen Namen. Sehr guter Name. Hero 12 Black. So, Version 1.12. Mal gucken, ob wir mit den paar Prozenten, die wir noch auf der Kamera haben, gut hinkommen. Jetzt gleich haben wir es. Ja. Es wird installiert. Und ziemlich viel größer der Karton, ne, als DJI. Also damit, ich weiß nicht, ob das Premium zeigen soll. Hier die Verpackung der GoPro und dazu im Vergleich die kleine Verpackung der Osmo Action, die auch mehr Zubehör drin hat. Damit sei bewiesen, dass es auf die Größe also nicht ankommt. Fertig? Oh? Fischei, Fischei. Ja. Handy. Hast du schon mitbekommen? Seitenverhältnis, Breitbild, Hochformat, Vollbild. Ja, das Besondere ist, dass man auch in jedem Formaten wählen kann, ob man hochkant filmen möchte oder nicht. Dafür muss man die Kamera nicht zur Seite drehen, sondern man kann einfach hochkant weiter filmen. Besonders für TikToker, YouTuber und Instagrammer. Gut geeignet. Was haben wir hier? Objektiveinstellungen. Weites Sichtfeld ohne Fischaugeneffekt. Ideal für Landschaftsaufnahmen. Da sehe ich aber auch schon direkt Rauschen. Was habe ich hier? Bisschen von oben runter, Sprachkommandos. Ne? Max Lens einrichten ist ein Zubehör. Liegt nicht dabei. Falls ihr die Specs wollt, die blende ich hier ein. Ich bin kein Speckmann, ich bin ein Mann der Taten. Ich will das Ding einfach nur ausprobieren und sehen, ob es ein 0815-Kerl wie ich nutzen kann. So, 4K und vorne ist kein Touchscreen. So, das ist jetzt erstmal das Unboxing. Ich werde mit dem Start dieses Videos jetzt auch direkt die Soundqualität testen. Wie ist die Soundqualität der GoPro gegenüber der Soundqualität der DJI? Finden wir es heraus. Habt ihr Fragen? Alles in den Kommentaren. Ich werde dazu in circa 1 bis 2 Wochen meine Meinung zu geben. Ich werde kein großes Review machen mit Details, sondern einfach nur meine Meinung, Erfahrungen und was mir daran gefallen hat und was mir nicht daran gefallen hat, sagen. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.